Auf meiner Radtour zum Mont Ventoux hatte ich mich auf die brutale Steigung gut eingestellt. Beim Anstieg merkte ich jedoch schnell, dass dies gar nicht die größte Herausforderung war. Aber lasst uns am Anfang beginnen. Guten Morgen allerseits, herzlich willkommen beim nächsten Fahrradabenteuer auf diesem Kanal. Heute steht ein ganz besonderer Leckerbissen an, der Traum eines jeden Radfahrers, glaube ich. Ich fahre heute auf den Géant de Provence, heute geht es auf den Mont Ventoux. Gestartet bin ich in der Nähe von Avignon. Jetzt fahren wir zuerst mal nach Bern-les-Fontaines, von dort dann weiter nach Carpentras und dann nach Malocène. Ich habe mich entschieden, den Aufstieg von Malocène aus vorzunehmen auf den Ventoux. Der ist zwar etwas weniger berühmt als der Aufstieg von Bedouin, wo auch die Tour de France jeweils dann hochklettert. Aber die Strecke ist etwas abwechslungsreicher und ich möchte die heute mal ausprobieren. Wunderschöner Radweg hier vor Bern-les-Fontaines. Macht Spaß, hier lang zu rollen. Ist natürlich viel schöner als auf der vielbefahrenen Hauptstraße. Carpentras habe ich hinter mir gelassen. Das war gemütliches Einrollen bis hierher. Das nächste Etappenort ist Malocène. Da geht es schon leicht hoch dort ins Dorf rauf. Das ist dann zum Angewöhnen an den Anstieg, der dann danach kommt. Da vorne sieht man den Mont Ventoux bereits. Zwar noch in Wolken gehüllt, aber es ist halt schon imposant, wie er da aus der Landschaft rausragt. Ich habe gedacht, es gibt eine gemütliche Tour bis Malocène. Aber der Wind ist schon jetzt mörderisch. Das weht von allen Seiten. Man muss hier Wattzahlen treten, um einigermaßen vorwärts zu kommen. Ich glaube, ich bin schon ganz kaputt, wenn ich am Fuße des Ventoux ankomme. Tja, wenn ich da schon gewusst hätte, was mich oben auf dem Berg noch erwartet, ich hätte mich wohl kaum über dieses laue Lüftchen hier in der Ebene unten beschwert. Ich bin in Malocène angekommen. Bis jetzt lief es gut. Der Wind war etwas nervig. Aber ja, jetzt fängt die Tour erst richtig an. Mal schauen, ob ich den Riesen der Provence bezwingen kann mit meinem 90 Kilo Kampfgewicht. Das wird auf jeden Fall anstrengend, aber ich freue mich jetzt auf den Aufstieg. Los geht's!
Der Anstieg hat begonnen. Jetzt sind es gut 1500 Höhenmeter, 21 Kilometer und dann ist der Gipfel schon erreicht. Schon die ersten Meter starten gut, 8–9%, aber letztendlich ist es nur der Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Packen wir es an. Das Ganze war nicht mal geplant. Eigentlich wollten wir eine Woche Ferien in den Bergen verbringen, aber das Wetter, es war einfach unter jeder Kanone. Temperaturen unter jeder Kanone, 20–30 mm Regen pro Tag. Dann haben wir uns spontan entschlossen, einen Kurzurlaub zu machen in der Provence, anstatt unserer Bergferien. Hatten Glück, noch ein super Angebot gefunden, trotz Sommerferien. Und wenn man natürlich dann schon mal in der Provence ist, ja, kann ich natürlich nicht widerstehen. Dann braucht es natürlich die Tour auf den Mont Ventoux. Und so bin ich jetzt natürlich überglücklich. Schöne Überraschung. Nicht gedacht, dass das dieses Jahr noch auf der Liste steht. Aber ja, hier bin ich und keuche hier hoch den Aufstieg zum Gipfel. Heute nicht wirklich nur sonnig, es ist ziemlich bedeckt, hat aber den Vorteil, dass es nicht so brennend heiß ist. Es sind jetzt so 14 Grad hier auf 800 Meter, geht ganz angenehm für die Tour. Dieser erste Teil ist jetzt sehr gemütlich, so das erste Drittel hier des Aufstiegs. Also 6–7%, auch mal bis 10, auch mal etwas weniger, aber mit so gemütlich treten kommt man hier gut voran. Der nächste Meilenstein ist erreicht, es sind nur noch 1000 Höhenmeter bis zum Gipfel, die nehmen wir noch, weiter geht's. Zum Glück ist es nicht mehr so kalt, dass es noch Schneeketten braucht. Kommt gerade wieder ein etwas flacheres Stück, kann man sich gut wieder etwas erholen. Das habe ich jetzt auch bitter nötig. Neben der Steigung hat es auch einen saumäßigen Wind.
Also ich muss nicht nur meine Kilos hier raufwuchten, ich muss auch noch gegen den Wind ankämpfen und das ist schon hart. Es sind jetzt noch gut 500 Höhenmeter, die nehmen wir jetzt auch noch in Angriff. Wir sind hier bei der Abzweigung zum Mont Cerrin. Hier gönne ich mir jetzt mal kurz einen Verpflegungshalt, etwas Energie nachtanken. Wir sind jetzt dann noch so gut 450, 500 Höhenmeter, 6 Kilometer. Jetzt kommt dann die letzte Etappe, wo es dann eben ins Mondgestein hochgeht. Ziemlich anstrengend, kurze Pause tut jetzt mal gut. Jeden Kilometer gibt es wieder eine Straßenmarkierung, die zeigt, wie weit es noch bis zum Gipfel ist, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter noch zu absolvieren sind und was die durchschnittliche Steigung ist auf dem nächsten Kilometer. Das hat so was Meditatives. Man hangelt sich dann von Stein zu Stein, freut sich dann, dass wieder ein Kilometer durch ist und zählt einfach die Steine rückwärts als Etappen. Ich hatte riesigen Respekt vor dem Mont Ventoux, diesem legendären Anstieg. Ich hatte Bedenken, ob meine Fitness reichen würde. Doch die eigentliche Prüfung wartete erst ganz oben. Die Natur zeigte sich von ihrer gnadenlosen Seite. Der Wind fegte mit über 100 Stundenkilometern über den Gipfel. Böen mit bis zu 144 Stundenkilometern drohten, mich einfach vom Rad zu fegen. Jeder Tritt, jede Lenkbewegung musste mit höchster Konzentration erfolgen, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Hinzu kam eine beißende Kälte. Ende Juli, aber die Temperaturen lagen gefühlt bei 0 Grad und meine Finger wurden ganz taub. Aber aufgeben kam nicht in Frage. Ich sah das Ziel vor Augen, nur noch wenige 100 Meter. Ich musste es einfach durchziehen. Dieser letzte Abschnitt wurde zu einem Akt des Willens. Als ich endlich oben ankam, war die Freude riesengroß und die Erleichterung überwältigend. Ich hatte den Berg, den Giganten der Provence und auch den Wind besiegt. Ein Gefühl, das man nie mehr vergisst. Danach freute ich mich auf die Abfahrt. Aber bei dem Wind war das definitiv keine gute Idee. So habe ich mir die Abfahrt auch nicht vorgestellt, aber es windet im Moment so stark. An ein Runterfahren ist hier nicht zu denken. Eine ganze Kolonne an Fahrradfahrern schiebt jetzt hier ihre Fahrräder runter. Mal schauen, wann der Wind entsprechend nachlässt, dass dann wieder an Fahren zu denken ist.
Eins darf natürlich nicht fehlen, wenn man hier runter fährt oder wie eben ich jetzt hier runter läuft. Und das ist ein Besuch beim Mahnmal von Tommy Simpson. Nach einem knappen Kilometer Fußmarsch war es soweit, die Winde ließen nach und die gemütliche Abfahrt nach Soo konnte beginnen. Ich bin unten im Talboden angekommen. Es ist wieder etwas wärmer, ich konnte die Jacke wieder ausziehen. Der Wind bläst zwar immer noch stark, aber dafür jetzt wärmer. Jetzt geht so ein kleines Stück hoch nach Soo und das ist dann das Ende der Etappe. Glücklich und zufrieden fuhr ich in Soo ein. Ich hatte den Riesen der Provence bezwungen und war auch froh, die Tour bei diesen stürmischen Winden heil überstanden zu haben. Ich glaube, die Stärkung danach habe ich mir redlich verdient. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und auch wenn ihr mir gleich noch ein Abo dalässt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Jetzt gibt es doch noch einen Nachtrag. Meine Familie holt mich hier in Soo ab, meine Frau und mein jüngerer Sohn. Als Überraschung haben sie mir noch was Kleines mitgebracht und das muss ich doch auch gleich noch im Video zeigen.